you're in the background on the poster, your opponent's talking about Aldo. Do you feel that he's looking past you? Do you feel disrespected? And what do you plan to do about it on Sunday? Du stehst im Hintergrund auf dem Poster, Conor spricht über Aldo. Fühlst du dich dadurch irgendwo disrespektiert? Ja, ich fühle mich ein bisschen benachteiligt. Deshalb werde ich das im Kampf mal beweisen, dass es nicht so ist. Das Ganze. He slightly feels slighted, and that's why he's going to prove in the fight that it was for naught. Dennis, how much of a motivating factor do you use all that leading into the fight? Wie sehr motiviert dich das, um im Kampf noch besser aufzutreten? Ja, ich bin sehr motiviert, weil durch diese ganze Show im Vorfeld von ihm, er hat mich viel geärgert, mich beleidigt und alles. Ich bin sehr motiviert, ich will das Ganze in heimzahlen, natürlich. Conor insulted him a lot in the build-up of the fight, and he's using it to motivate himself even more, and he's going to pay him back. And you use that as your own motivation as well? Das ist deine Motivation ganz persönlich? Ja, auf jeden Fall, das motiviert einen sehr. Absolutely, it's a super form of motivation. How is he different than other fighters that you've been in there with in the past? Wie unterscheidet er sich von anderen Kämpfern, mit denen du bis jetzt zu tun gehabt hast? Ja, er redet viel mehr als alle anderen. Alle anderen waren bis jetzt normal sportlich, er ist nicht so. Und natürlich sein Kampfstil ist etwas anderes, etwas komplizierter als alle anderen. He talks a lot more than anybody else he's ever faced. His fighting style is unorthodox, it's different from everybody else, but that is what it is. Dennis asked for Conor after his last fight in Sweden. Is he surprised that he actually got the fight? Du hast nach Conor gefragt nach seinem letzten Kampf in Schweden. Bist du überrascht, dass es geklappt hat? Ich habe nicht direkt nach ihm gefragt. Ich habe es von der UFC angeboten bekommen. Aber das hat mich nicht sehr überrascht, weil es im Vorfeld schon viel darüber gesprochen wurde. Und jetzt, wie gesagt, ist es zustande gekommen. Dennis actually didn't ask for the fight. It got offered by the UFC. But there had also been a lot of talk even beforehand, before Dennis fought in Sweden, that the fight was going to happen. So he's happy with it. Where do you feel like this puts you? Obviously, a win would be astronomical in terms of your career. It'd be the biggest win of your career. There's talk that Conor gets a title shot if he beats you. If you beat him, where does that put you? Wenn du Conor schlägst, er kriegt einen Titelkampf, wenn er dich schlägt, aber was ist, wenn du ihn schlägst? Wo stehst du dann? Ja, wenn ich ihn schlage, bringt es mich auf jeden Fall ein ganz Stück nach vorne. Vielleicht nicht direkt zum Title Shot, aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber in mittelbarer Nähe auf jeden Fall. If I beat him, it's probably not going to get me a title shot right off the bat, but it's going to get me a lot closer to a title shot. Dennis, how do you feel about the way the fight has been promoted? There's been so much emphasis on Conor McGregor. Is it fair to you, and has it affected you at all? Conor ist ja sehr stark in Fokus gerückt worden. Hat es dich irgendwie beeindruckt und wenn ja, wie? Ja, ich bin ein bisschen benachteiligt worden, was die ganze Promotion angeht. Ich bin nicht so vertreten, aber das macht mir nichts aus. Das, wie gesagt, gibt mir mehr Zeit, mich auf den Kampf zu konzentrieren, mich besser vorzubereiten und ist okay. Dennis has kind of taken a back seat to the build up to the fight, but it's okay with him because the more Conor talks, the more Dennis gets to train instead. Dennis, Conor says he believes the fight will end in the first round. How would you like to win? Do you think it's going to go the distance, or would you like to have a stoppage? Conor sagt, dass er in der ersten Runde Schluss macht. Würdest du gerne auch vorzeitig siegen oder lieber über die Distanz gehen? Nein, ich will auf jeden Fall einen vorzeitigen Sieg, um das Ganze hier, dem Ganzen hier einen Schluss zu legen und zu zeigen, dass der nicht der König ist. He definitely wants to go for a finish because he wants to prove to the world that Conor's not that great and that he's not the savior of the entire MMA sport. Was there anything that for Dennis that he felt that crossed the line in terms of Conor's trash talking, or is it just standard? Is this just standard pre-fight hype? Gab es irgendwas, das Conor gesagt hat, das wirklich sehr stark über die Grenze rausgegangen ist, oder war es alles nur dummes Gelaber? Ja, es war alles dummes Gelaber, aber natürlich waren ein paar Sachen dabei, die ein bisschen zu übertrieben waren. Ich sage jetzt nicht was, weil das schon so viel war, dass ich das nicht mehr weiß, aber übertrieben hat er auf jeden Fall. Conor talks a lot of crap, but he doesn't want to pick out anything specific that went over the line because there were quite a few things that went over the line, and he doesn't really want to give that credence. Okay. What do you, I'm sure Dennis expects to win, I'm sorry. What does Dennis expect from a victory? Does he want the title shot? Does he think he deserves a title shot if he beats Conor? Wenn du gewinnst, denkst du, dass du den Titelkampf verdient hast? Oder wärst du noch ein Stück bisschen? Ja, ich konzentriere mich momentan nur auf diesen Kampf. Denn Conor zu schlagen ist für mich jetzt besser als jeder Titelkampf.
Das ist jetzt mein hauptsächliches Ziel und was danach kommt, werden wir sehen. Ist nicht wichtig. Ich bin, wie gesagt, jetzt nur auf diesen Kampf konzentriert. As of right now, Dennis's focus is Conor and Conor solely. We can talk about title shots and about the developments that come after the fight, after he gets Conor, but not now. Now he's focused just on Conor. Will you have anything to say to Conor if he wins? Wenn du gewinnst, hast du dann irgendwas noch zu sagen? Abschiedsworte an Conor? Wenn ich gewinne, dann werden wir sehen. We'll see when I win and if I win.